Ja, hallo, ich bin der Chris. Ich komme aus Schesel. Das ist ein kleines Dorf zwischen Hamburg und Bremen. Ich bin 56 Jahre alt und habe seit 6 Jahren 2 Cochlea-Implantate. Ja, alles, was mit Musik zusammenhängt, ähm, weil ich kann dank meiner Implantate wieder Musik machen. Das ist wunderschön, aber ich höre auch sehr gerne Naturgeräusche, also Vogelzwitschern, das Knirschen im Schnee unter den Schuhen, das Prasseln von Regeln. Das sind sehr viele Geräusche, die ich lange nicht gehört habe, die ich jetzt wirklich wieder genieße. Es war ein sehr langer Entscheidungsprozess bei mir, der über 10 Jahre gedauert hat. Ich habe mit Hörgeräten extrem schlecht gehört. Ich habe, überhaupt kein Sprachverständnis mehr gehabt. Ich konnte nur vom Mund ablesen. Ich konnte keine Musik genießen. Ich konnte nicht telefonieren, keine Kultur machen und so, aber man hat sich halt mit den Hörgeräten so 'n bisschen durchgeschlagen und ich habe immer gehofft, dass mit der nächsten Generation Hörgeräte alles viel besser wird und hatte große Angst vor der OP. Ich hatte Angst vor dem Hören danach. Ich hatte auch 'n bisschen Angst vor, der ganzen Technik am Kopf, weil man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass man das gar nicht merkt. Ähm, und ich habe dann irgendwann einen Fernsehauftritt gesehen mit einem Politiker, der ein CI hat, der hervorragend gehört hat. Und da habe ich das erste Mal gesagt: „Wow, das ist ja wirklich beeindruckend.“ Und habe dann, sehr lange sehr viel gelesen, sehr viel recherchiert, im Internet, auch Bücher gelesen und habe dann aber auch, Menschen getroffen, die CIs hatten. Und das war, glaube ich, so der Auslöser. Ich musste es erst mal sehen in echt, wie funktioniert das? Ist das wirklich so, dass man damit so gut hören kann? Ich habe dann mehrere CI-Träger getroffen und, letztendlich hat den Auslöser 'ne Zufallsbekanntschaft am Flohmarkt im Nachbarort gegeben. Da kam 'ne junge Familie, beide Elternteile hatten CIs und die habe ich dann angesprochen und gefragt und habe gesagt: „Sag mal, kannst du mir mal erzählen, wie hörst du damit? Tut das weh? Merkst du das?“ Und, die haben beide so begeistert davon erzählt, haben mir alles erklärt, dass das so 'n bisschen der Tropfen war, der das zum Überlaufen gebracht hat. Und nach diesem Gespräch habe ich dann tatsächlich gesagt: „Okay, also jetzt traust du dich und fährst zur Klinik.“ Und dann ging das alles ganz schnell. Toll. Also, es ist 'n ganz anderes Leben als mein Leben vorher. Ich kann wieder Musik machen. Das ist für mich 'n ganz großes Geschenk. Ich spiele Schlagzeug und Bass. Ich habe 2 Bands. Ich kann wieder Musik hören, ich kann auf Konzerte gehen, ich kann Kultur genießen. Das ist 'n wunderbares Geschenk. Was aber mindestens genauso schön ist, dass Kommunikation wieder Spaß macht. Also, ich muss mich nicht mehr so anstrengen. Ich kann mich ganz normal unterhalten. Ich bin nicht müde, wenn ich 'ne halbe Stunde mit jemandem gesprochen habe. Ich kann mich auch in Gruppen unterhalten. Ich kann, also, ich sage mal, wirklich fast uneingeschränkt am normalen Leben teilnehmen. Es hat so 'n bisschen dazu geführt, dass das Einkaufen jetzt viel länger dauert als vorher, weil ich ständig in Gespräche verwickelt bin, weil ich überall Smalltalk mache. Also, diese, Freude an der Kommunikation, die ist wieder da und das ist auch ein Wahnsinnsgeschenk. Das genieße ich jeden Tag. Es war absolut hilfreich. Ich hätte es ohne diese Gespräche nicht gemacht. Weil wenn man sich nur im Internet informiert oder Broschüren liest oder auch mit Ärzten spricht, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, wie das funktioniert und, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, erst wenn man wirklich jemanden mal in echt gesehen hat und mit ihm gesprochen hat, das hat totalen Wow-Effekt, wenn man auch merkt, wie zufrieden die Leute damit sind, ne? Das habe ich gar nicht erwartet und das hat mir dann unglaublich viel Mut gegeben. Und ich würde deswegen auch jedem empfehlen, der Angst vor der, OP hat oder Angst vor dem Hören mit dem Zieh hat, traut euch, sprecht die Leute an, fragt sie und versucht auch wirklich mal jemanden zu treffen, der 'n CI hat, damit ihr wirklich seht, wie das Leben damit ist. Ich bin Hörpater geworden, weil, ich mich im Nachhinein so 'n bisschen geärgert habe, dass ich so lange gewartet habe damit und weil ich meine Erfahrungen einfach gerne teilen möchte. Ich möchte, dass
andere Menschen nicht 10 Jahre warten müssen wie ich, bis sie wieder hören können. Ich habe halt gemerkt, ähm, wie der ein Hörimplantat das Leben positiv beeinflussen kann, die Lebensqualität steigern kann. Es ermöglicht wirklich ein komplett anderes Leben im Vergleich zu Hörgeräten, wenn man wirklich eine starke Schwerhörigkeit hat. Telefonieren, Kultur, es ist einfach wirklich wieder alles möglich. Und ich möchte das anderen Menschen sagen und auch halt, ähm, anderen Menschen zeigen, dass auch Musizieren mit CI möglich ist. Ähm, Das ist ich kenne Profimusiker mit CI. Ich spiele selbst 2 Instrumente. Ich stehe auf der Bühne damit und es funktioniert. Es geht tatsächlich. Es ist nicht ganz einfach. Ich sage mal, Musik ist so 'n bisschen die Königsdisziplin beim Hören, ähm, aber es geht wirklich. Und das möchte ich halt gern anderen Menschen mitteilen, damit die sich einfach trauen, diesen Schritt zu machen und wieder hören können, wieder kommunizieren können, aber vielleicht auch wieder Musik genießen und vielleicht auch sogar wieder musizieren können, aktiv ein Instrument spielen können. Unendlich viele. Es ist wirklich, ganz, ganz schwer, da was rauszupicken. Es hat mich halt total erschlagen, was da passiert ist. Ich habe, nach 2 Stunden konnte ich mich normal unterhalten. Ähm, ich habe, war total verwundert am Anfang, wie viele Geräte in meinem Haushalt piepsen. Alles piepst, die Spülmaschine piepst, der Toaster piepst, die Waschmaschine piepst. Ich wusste gar nicht, dass die Geräte alle Töne machen. Ich bin in der ersten Woche im Haus rumgelaufen und habe ständig versucht, rauszufinden, welches Gerät da jetzt aus welchem Grund irgendwelche Töne von sich gibt. Das war ganz lustig. Ähm, Ich habe verstanden, warum sich Menschen im Kino aufregen, wenn jemand Chips isst. Also, das Rascheln von Chipstüten im Kino oder auch, wenn man zusammen auf der Couch Fernsehen guckt, ist extrem laut. Das habe ich vorher auch überhaupt nicht wahrgenommen und ich muss mich wirklich bei allen entschuldigen, ähm, die vorher mit mir Filme geguckt haben, wo ich dann mit Chipstüten am Rascheln war. Tut mir wirklich leid, ich wusste es nicht. Ich mache es nie wieder und bitte macht es auch nicht, wenn ich dabei bin. Also, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich kenne wirklich niemanden, der den Schritt zum CI bereut hat. Ich habe schon sehr viele Menschen jetzt begleitet in den letzten Jahren als Hörpate. Ich hatte wirklich noch keinen, der nach dem Implantat nicht deutlich besser gehört hat, nicht deutlich besser verstanden hat. Ähm, Habt bitte keine Angst vor Roboterhören. Es ist totaler Quatsch. Wenn man sich im Internet so anhört, wie Implantate klingen, das ist grausam, aber es hat mit der Realität wirklich gar nichts zu tun. Also, ich höre mit meinen Implantaten vollkommen natürlich. Es hört sich alles total normal an und es hört sich vor allen Dingen alles viel, viel normaler an als mit Hörgeräten. Ich habe 2 Monate den direkten Vergleich gehabt, weil ich, erst auf der einen Seite implantiert worden bin und 2 Monate später auf der anderen, weil der Erfolg so großartig war und habe kurzzeitig also das CI und das Gehörgerät drin gehabt und ich kann nur sagen, der Sound vom Hörgerät ist im Vergleich zum CI unfassbar schlecht. Es ist überhaupt kein Vergleich und ich habe immer gedacht, das Hörgerät ist so das letzte natürliche Hören, das CI ist künstlich. Es ist eigentlich genau andersrum. Also, alles hört sich bei mir vollkommen normal an und ich höre wieder wirklich so, wie ich es als Kind in Erinnerung habe. Natürlich nicht hundertprozentig, kein Gerät wird jemals das menschliche Ohr voll ersetzen können. Es gibt immer Grenzsituationen, wo ich auch Schwierigkeiten habe, aber die Angst davor, dass es sich alles komisch anhört, die ist wirklich völlig unbegründet. Also, glaubt es nicht, hört auf die Menschen, die es haben und da wird euch wirklich jeder wird euch erzählen, dass er spätestens nach 6 Monaten, sage ich mal, mit dem CI ein ganz normales Hörempfinden hat. Auf das nächste Konzert von Kraftklub ganz besonders.